können. Alle drei, die retzen können, sind down. Also, deswegen habe ich jetzt auch dazwischen praktisch nichts anderes mehr gezockt, weil ich das Projekt einfach abschließen will. Aber Xenoblade Chronicles Teil 1 wäre der nächste Plan. Alter, war jetzt schon wieder mein Internet weg oder was? Oh, Alter. Was ist denn heute wieder? Was hat man noch gehört zuletzt? Ja, warte, ich bin gleich wieder da. Okay, ja. Was nicht, heute spackt da scheinbar wieder übel. Ich hab... Ja. Ich hab schon einen Alternativplan für morgen. Aber das mag ich jetzt nicht umsetzen. So, nächster Plan. Grundsätzlich, wenn es sich nicht kurzfristig ändert, weil es schon lange mit Cyberatomi besprochen ist, Xenoblade Chronicles Teil 1 ist kein kleines Projekt, aber verglichen mit Pathfinder circa die Hälfte. Und da tue ich mir leichter dazwischen was anderes zu machen, weil Pathfinder jetzt dann schon sehr lang ist, will ich es jetzt dann halt einfach durchpushen, damit wir das Projekt dann abgeschlossen haben, so gerne ich es habe, muss irgendwann auch ein Projekt beendet werden. YOLO weird, I guess. Also, dass der mir gerade alle drei, die Retzen können, weggeknallt hat, ist halt echt mies. Und das wird nicht besser. Weil diesmal habe ich wenigstens ein Safety Save. Also... Aber er hat nicht viel HP. Wenn ich mir gerade anschaue, wie viel Damage die Aru auf ihn gemacht hat. Sie hat nicht viel getroffen. Aber ich muss den Typ wegkriegen. Und ich bin schon voll gehypt wegen Xenoblade. Ich wünsche einen schönen guten Abend allerseits. Ja, den wünsche ich dir auch. Keine Sorge, ich habe direkt vor dem Kampf ein Safety Save. Also ich warte jetzt eigentlich nur noch bis... Whatever, wir können es sowieso laden. Es wird nichts mehr. So, ich habe jetzt auf einem zweiten Rechner was laufen, was meine Internetleitung konstant fordert, was eigentlich ja der Stream auch tut, aber I don't know. Etwas kann ich noch machen, wartet mal kurz. So. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ändert. So, ich werde gerade noch was aktivieren. Bam, let's go. So. Sollte den Stream nicht weiter beeinflussen, aber vielleicht retten. Cyberatomi, ich habe an dich und Heuschrecklich eine etwas doofe Frage. So, Chaos. Immer her damit. Lasst sich entweder
einer von euch oder wenn ihr wollt, auch natürlich sehr gerne ihr beide irgendwie zu einem Tagesausflug nach Wien motivieren, überreden, wie auch immer. Also sprich, rausfahren, mehr oder weniger kurz was machen und am gleichen Tag wieder reinfahren. Okay. So. Also wir müssen den Blitztypen da wegkriegen. Der Blitztyp muss weg. Also werden wir ihn als erstes einmal da smiten. So wie Haste vergessen buffen, gell? Crap. Es müsste übrigens unter der Woche sein, also irgendein Wochentag. Samstag geht nicht, weil Samstag hat der Einrichtungsladen nicht offen, wo ich hin muss. Ja gut, dann müssen wir den pressern. Also wir chargen ihn an. Volles Risiko? Ich weiß, warum er klar sagt, verschiebt Termine. Wärst du echt dabei? Ist voll nice. Weil ich will einfach ungern allein fahren. So, ich würde es halt lieber einfach zu zweit machen, weil allein ist doof. Es wäre echt voll nice. Dann kläre ich das soweit ab und dann gebe ich dir Bescheid. Also ich hab auf jeden Fall schon abgeklärt, das Ding ist lagern. Ja, also für mich ist nur, ich muss dorthin, ich vereinbare mit denen einen Termin, dann schaut man sich das an, wahrscheinlich kauft man es und ab dann ist für mich danach gerne auch weiteres, also von mir aus überhaupt kein Problem, wenn man dann eh schon dort ist. Aber es ist ja kein Geheimnis, also für andere Leute im Stream, die es interessiert, warum das gerade so komisch besprochen wird, ich will mir einfach einen neuen Bürostuhl kaufen und den gibt's halt fast nirgends. Also ich habe in Österreich nur einen Laden gefunden und das ist halt in Wien. So. Wir müssen irgendwie den nächsten Turn, glaube ich, noch erreichen. Okay, der kotzt uns einmal übelst voll. Soweit so schlecht. Der startet in der zweiten Runde. Wann würdest du denn fahren wollen? Also für mich wäre, ich würde das halt gern bald machen. Nein, ich habe kein Shady Business, es geht wirklich einfach nur um einen Bürostuhl, um einen Herman Miller, falls du googeln willst. Also ich habe mir überlegt, dass mein Plan wäre in den nächsten 2 Wochen mal, also entweder nächste oder übernächste Woche, habe ich mir jetzt an heute überlegt, so
An sich ist es halt relativ flexibel. Was ich sonst noch dazu sage, wenn es ein Freitag ist, müssen wir schauen, dass wir recht früh loskommen, weil Freitag hat der Laden nur bis 13 Uhr offen. An die anderen Tage bis 15 Uhr haben sie mir, glaube ich, geschrieben. Also ich meine, meiner persönlichen Meinung nach ist 13 Uhr genauso gut schaffbar, aber Details. Okay. Montag, Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr. Der ist sicher Sleep Immun, oder? Ist der Sleep Immun? Soll man Dominate Monster probieren? Kriege ich nie durch. Spell Immunity. Dominate geht nicht durch. Okay. Dominate kann man vergessen. Electricity Immunity ist auch nicht cool, weil dadurch kann man Stormbolts vergessen. Das ist aber ein Nobelhobel. Ja, stehe ich dazu. Es ist kein günstiger Stuhl. Es ist aber auch keine spontane Entscheidung. Ich denke da schon länger drüber nach und was ich mich informiert habe, ist das halt wirklich ein Teil, was du dann, sag ich einmal, ewig hast. Also es ist nicht einfach nur fancy, sondern es ist Quality dahinter. Freitag wäre für mich am besten, da müsst ihr nicht reiten, mit früher wegfahren haben wir alle kein Problem, oder? Eben, also ich denke, für mich persönlich wäre Freitag wahrscheinlich auch leichter zum Organisieren, weil da einfach bei uns in der Firma weniger los ist und die dann einfacher den Tag irgendwie frei kriegt. Und falls der Hall schrecklich in der Früh noch müde ist, kann er ja im Auto schlafen. Okay, so, back to business. Dominate geht nicht. Lightning geht nicht. Also Damage. Let's go Damage. Genau, das habe ich mir überlegt. Wenn dir einer davon lieber ist, dann sag einfach direkt, hey, der wäre besser. Und dann schau ich, dass ich es direkt dahingegen so plan. Okay, Nenio. Ich glaube Icy Prison Mars. Ja. Wenn's durchgeht, ist geil. Sie kommt nicht, oder? Sie ist nicht in Range. Crap. Okay. Alternative. Wie weit vorhin kriege ich das hin? Gar nicht. Insanity? Da nicht durch. Nein, ja. Nein, Mann, das ist mein Fehler. Ich hab Haste vergessen buffen. Das macht sich gerade einfach bemerkbar. Okay, Controlled Fireball. Damit irgendwas passiert. Lafur überlebt den Turn. Hau dann rein. Warte mal, Lightning. Ich bin so hohl. Lightning. Mein Problem ist doch Lightning, oder? Dann machen wir doch einen Lightning Protection Spell.
Man, dass die da jetzt am Turner sein, unpraktisch. Aber er bufft sich auch zuerst. Okay, na, er haut gleich voll eine. Nice, 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 nice. Okay. Die beiden da vorne haben ein bisschen Damage gekriegt. Alles okay. Into the fray. Aber auf den Turn wird es jetzt, glaube ich, ziemlich ankommen. Da war jetzt gut, wenn wir dem ordentlich zusetzen. Hast du eigentlich Kingmaker gespielt? Leider nein. Damals, wo das rausgekommen ist, habe ich mich irgendwie nicht dafür interessiert. Ich kann jetzt rückblickend nicht mehr sagen, warum. Weil mich früher auch schon eben Baldur's Gate, Icewind Dale und Neverwinter Nights alle sehr fasziniert haben, habe ich immer sehr gern gespielt. Aber aus irgendeinem Grund ist Kingmaker an mir abgeprallt. Und jetzt nach Wrath of the Righteous werde ich es wahrscheinlich aber nicht mehr spielen. Okay, Aro, gib ihm. Passt, ist ja... Klär du morgen einmal ganz stressfrei in Ruhe ab, weil ist ja nichts, was man was beinbrechen muss. Ich würde es nur eben, nachdem ich jetzt bei denen auch schon angefragt habe, die was das halt haben, würde ich es halt dann doch gerne in absehbarer Zukunft machen. Komm, Amber. Nein, sie trifft nicht. Nein. Warum? Nicht einer? Ah, jetzt wird's aber uncool. Frosty? Und du bist ein ungeduldiges Ding? Ein bisschen. Aber ich hab mich übrigens auch informiert, gell? Also, der Hersteller selbst schickt nicht nach Österreich. Nach Italien, ja, Deutschland, kein Problem. Österreich, was ist das für ein Land? Keine Ahnung. So, ich glaube nicht, dass die Axiom jetzt viel machen, aber... Whatever. Übrigens, ich habe keine Ahnung, warum die gerade weglaufen. Das muss vielleicht von der Terrendalev sein. Nein! Aber Serda steht noch, Aru steht noch, Volchiv steht noch. Das Problem, dass die Dämonen ständig weglaufen, was da jetzt aus irgendeinem Grund wieder aufgetreten ist, aber ich glaube, das ist eher die Terrendalev gewesen, ist ein Umhang, den die Sila angehabt hat. Den habe ich dann aber abgelegt heute. Volchiv? Naja, komm schon, komm schon. Ah, okay. Yes! Okay, so. Volchiv auch noch down. Nicht optimal. Aber der große miese Blitzding einmal weg. So. Jetzt müssen wir uns nur wieder irgendwie aus der Situation außergraben. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das Klammvieh ist wurscht.
Ja, ich habe heute zu Streambeginn in aller Ruhe einmal Items geschaut und das scheint es gewesen zu sein. Okay, Nenio. Die legen wir einfach einmal nach hinten. Ich habe kein Ion Gaze aktiv, fällt mir da gerade auf. Schlecht. Wo laufen denn die überhaupt hin? What the hell? Okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir waren, gell? Ich hab gehofft, dass ich mit ihr weglaufen kann, dass sie nicht getroffen wird. Okay. Der Rätz von der Amber hat nicht so gut funktioniert. Das ist schlecht. Guide my hand. Okay, das war nix. Oder wieder mal ein Schuss in den Ofen. Laufen einfach wild im Kreis und tun nix. Auf welches Spiel, das in nächster Zeit erscheint, freust du dich am meisten? Eigentlich wüsste ich keins. Ganz ehrlich. Also, ich habe jetzt nichts am Schirm, wo ich wirklich sage, wow, cool. So, Nenio geht einmal auf Range. Und einen wunderschönen guten Abend, Joe, und vielen Dank für deinen Lurk. So, du gehst einmal da aus der Melee-Range außer. Dann schauen wir, dass wir den wegschießen. Den hinteren hat sie ja nicht getroffen. Jetzt läuft der auch woanders hin. Der... Verdammt! Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich habe keine Ahnung, wo meine Axiomites hin sind. Die sind irgendwo hingelaufen und tun jetzt an Dinge. Den trifft sie nicht. Okay, da ist ein Axiomite.
So, jetzt werden wir zum Retzen kommen. Das ist ein Fight, hä? Prepare yourself. Healing is what I was made for. Solange die irgendwo da drüben rumkämpfen. Okay, der Monavik Deva, Movanik Deva, ja, den ich beschworen habe, der ist direkt wieder gestorben. Nicht optimal, aber er hat immerhin abgelenkt. Also werden wir uns da jetzt auch nicht drüber aufregen. Kannst du direkt den nächsten aufheben? Ja. Gut. Gut. Der Wohlchief dürfte schon zu long down sein, als dass ich ihn noch einmal aufheben könnte. In der Hoffnung, dass die da auch noch ein bisschen Zeit kaufen, während ich mich wieder hochheil und sammel. Hier habe ich doch auch einen Retz-Spell, oder? Okay, das hat auf jeden Fall nicht gereicht. Desna, guide my hand. So, Amber. Holt unser Nenio zurück. Und dann heilen wir ganz radikal die Ember hoch. Passt. Wohin der jetzt auch immer mag. Bin heute unabsichtlich den Kater aufs Pfote gestiegen, hat Mounts mich ganz schlecht gefühlt. Er sitzt jetzt schon auf mir, es dürfte also gut ausgehen. Warum tust du das? Du musst ja aufpassen. Du musst schauen, wo du hingehst. Er kann's nicht.
Probieren wir das noch einmal, oder? Okay, er ist immer noch tot. Aber es hat ihn geheilt, nur nicht genug. Meine Sorge ist, meine Summoned-Viecher sein irgendwie in die ziemlich falsche Richtung gerannt. Tue ich aber plötzlich zwischen den Füßen das Doofi. Der hat halt echt auch nicht wenig HP, gell? Ach Junge, beherrsch die. So, ist jetzt die Frage mit der Amber, den Volchi fretzen siege ich gerade nicht wirklich. Schauen, dass wir den wegbrennen vielleicht. Ja, let's go. Sehr schön. So, was haben wir da? Immunities, Poison, Electricity, god damn it. Fire, Dominate, Magic Missile, Force Shield. Okay. Okay. Welche Specs hat der PC eigentlich? Ich glaube, das im Twitch ist noch relativ aktuell. Das, beim Twitch-Panel steht da was. Also bei den Panels. Das sollte eigentlich aktuell sein. Wenn ein Mikrofon angegeben ist, dann ist das Mikrofon wahrscheinlich falsch. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, aber sonst? Okay. Ich glaube, es wäre keine schlechte Idee. Let's try that. Du magst nichts casten, oder was? Oh nein, jo, tu mir das nicht an. Okay, habe ich schon gefunden. Dann passt. Ich habe jetzt auch kein Heal mehr. So langsam wird es doch unbequem. So langsam wird es wirklich unbequem. Ach, die laufen irgendwo hin, die Summons. Es ist zum Verzweifeln. Okay, den Nenio mag nicht casten. Das ist schlecht.
Ich weiß nicht, was du privat spielst, aber für Spiele, die du im Stream sagst, ist ganz schön Overkill. Nee, jein. Also, es kommt halt drauf an. Also, natürlich ist es irgendwo Overkill, aber zum Beispiel die RTX-Grafikkarten ist ein enormer Bonus, weil du viel weniger Stress hast, wenn du über die Grafikkarten streamst. Also dadurch, dass der PC ja Stream und Game machen muss, ist es immer noch ein gewisser Overkill, das stimmt schon, aber lieber ein gewisser Overkill als ständig einen ruckelnden Stream. Das ist halt ein Bug, den ich einfach hasse. So, aus irgendeinem Grund castet die Nenio jetzt einfach nichts mehr. Und das habe ich damals oben bei der Sphinx genau das gleiche Problem gehabt. Wo die Sila plötzlich einfach nichts mehr tun wollte. Und die Aru trifft den nicht. Okay. So. Nö, sie tut einfach nix. Okay. Ja, es gibt halt auch so viele verschiedene Lösungen, wie du das mit dem Stream angehen kannst. Du kannst auf einen zweiten Rechner streamen, indem du halt alles dorthin schickst und der den Stream übernimmt, oder du kannst über die CPU machen. Ich meine, ja gut, damit bist du dann ziemlich am Ende. Grafikkarten, CPU oder zweiter PC, aber ist halt auch ein bisschen, was man zur Verfügung hat, was komfortabler ist. So, ich werde jetzt dann einfach hoffen, dass die Amber das regeln kann. Full Damage ist nicht. Das ist ziemlich wenig Damage sogar. Aber er ist immerhin schon auf 50% runter sogar. Okay, so, das war's. Ich liebe Cape Fangs. Es hat nicht ganz gereicht. Ja. Dass sie haut nicht einmal drauf. Nicht einmal das tut sie.
Was kann ich da jetzt noch Gutes machen, was uns gegen den hilft? Hast du nicht einen Damage-Buffer, was jetzt mal bei Mephi gemacht? Ich habe von der Sila einen Debuff drauf gemacht, das hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob er das jetzt schon drauf hat. Ich hab's glaube ich schon einmal aufgetan. Okay, ja, das von der Sila kann ich auf jeden Fall gleich noch probieren. Ich überlege gleich gerade, was ich mit dem Sörder mache. Reflex saving throw succeeded. Okay. Eben da das Mark of Justice hat er beim Mephi, also hat er Mephi drauf gehabt. So, ich werde jetzt mit der Aru aber gar nicht auf ihn schießen, sondern auf die Babau da rundherum. Weil ihn hat sie eh nicht wirklich getroffen und so kann sie wenigstens was killen. So, gut. Es sollte jetzt aber so oder so reichen. Weil haben wir ja vorher praktisch den Großteil abgezogen und jetzt machen wir halt. Ja, wirklich mehr ist glaube ich. Ah ja doch, da. Oder ist das der andere? I don't know, wurscht. Boom. Oder nicht einmal. Ich hätte gedacht, dass er jetzt auch sterben wird, weil er durch Cavefangs durchrennt, aber nö. Der steht noch einmal auf, oder? Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ah, damn it, weil sie auch noch andere Actions gehabt hat. Das hätte er davor machen sollen, gell? So, gut. Also wenn er jetzt nicht aufsteht und die Ember one-shottet, dann müsste es passen.
Machen wir es halt langsam und safe. Kein Spam klicken. On my doorstep. Wohnisch. Please do come in. You have been long awaited. Aurelio opens her arms like a welcoming host. The gesture doesn't seem faint, but you feel a strange menacing tension behind it, like the echo of a nervous chuckle that was never uttered. The wound in her chest pulsates with a red glow. Wir haben einen Perception check passed. I can feel the madness radiating from you, Aurelio. What has changed since the last time we met? Nothing at all. The witch answers, glaring at you with her glowing crimson eyes. Let's talk. We don't have to resolve everything with bloodshed. We will talk. I promise. But not here. The path to your souls and the world wound's healing demands my death. The accursed threshold prison where everything began must be where everything comes to an end. So I invite you in once again. Cross this threshold. I'll be waiting for you in the heart of the fortress, in the place where the wound was opened. Ich würde nicht sagen, dass wir ihr wirklich vertrauen können. Ah, okay, wir kommen direkt rein, oder was? Ah. Keine Party momentan, oder was? You cannot rest here. Safety safe. The old elf stands frozen. It is unclear whether he is listening closely to the sounds coming from the fortress, contemplating something, or just dozing. Upon hearing your footsteps, he respectfully ducks his head. Commander, how did you end up right in the thick of battle? The storyteller smiles softly. This is not my first battle, Commander. I know how to defend myself. And the thunder of a fight has never stopped me from getting into another adventure. I have come to witness great things, and some unsightly demons will not dare to get in my way. Will you help us in battle? A blind man is hardly what you will need when storming a fortress. I will stay here among the soldiers, guarding the gates against uninvited guests. If you manage to seize any artifacts whose nature I wish to know, bring them to me, and I'll read their stories. Oh God. Es klingt ja irgendwie so danach, als wäre dieses Fortress noch einmal eine größere Area. What do you think lies ahead for me? My gift is useless here. The story has yet to be written, and the quill is in your hands, Commander. I appreciate you coming here, right to the heart of the fight. How could I miss a story like this? I wish to witness it, not listen to the retelling in years to come. In your footsteps, I hear the righteous thunder. Justice comes from a sin that was committed centuries ago. A century ago. Nur eines, nicht mehrere. Falsch gelesen. The Queen. This endeavor rushes toward its conclusion. I wish to speak with you. To be honest, I almost stopped believing that I would live to see this moment. It has been at least 50 years since I stopped hoping and believing it could happen. And yet, here we are, at the entrance to Threshold. All thanks to you. I have made a great many mistakes in my life, and I suppose I shall pay for every one of them, in this life or in the afterlife. But few mistakes became apparent to me as quickly and as painfully
as my feud with you. Also man muss ja sagen, gar für ihr Alter hat sie noch gut mit dem einen Dämon geboxt. That's all in the past now. I hold no grudge against you. I feel really happy. I mean it. I thought I would not have enough strength to drag this burden of regrets along to the final battle. What are you going to do after we win? I am going to rule Mendev. What else? I do not seem to have much choice in that. I have become a symbol of battle and of the war for our liberation. I hope I am wise enough to become a symbol of peace, too. I have a request. When we win, the ward stones will no longer be needed. Whatever happens to me, free the angels imprisoned inside them. You are right. I shall fulfill your request, although it will be difficult. No one in Mendev knows the sacrifice that the creation of the ward stones demanded. The stones themselves are seen as a symbol of hope and safety. To destroy them would be akin to dismantling the fortress walls around Mendev's cities. It will provoke suspicion and panic, even if the demons are defeated by that time. But the angels have done their duty and should be freed. Therefore, should we win, I shall carry out your request, even if it means losing the people's trust. I have to go. Yes, of course. May Iomade be with you, or any other higher power you believe in. Auf jeden Fall nicht in diese Iomade. Godspeed. I am calculating the likelihood of your victory. Taking into consideration the fortifications of Threshold, the long period it has been under demon control, and Aurilu Vorlesh, who is personally overseeing the defense, I would give the Crusaders a 30% chance of success at most. Ich kann grudge gegen die Queen. Gegen die Queen habe ich keinen grudge. Diese Iomade kann mal gestohlen bleiben. Of course, the presence of an illustrious scholar of Golarion in your ranks, meaning me, immediately increases your chances by 5%. Are you afraid? Fear is an unproductive emotion that typically gets in the way of a good experiment. And I've never indicated that I do not support my loyal follower in his battle against the demons. I simply calculated your chances of success. Whatever our chances, we are not backing down. If you win, I'll make sure to mention you in my encyclopedia. Yes. Aha! With that as an incentive, your chances have increased by 5%. Consider this my contribution to your victory. Dann strengt sie sich noch einmal extra an, damit sie mich in die Enzyklopädie aufnehmen kann. The last fortress. It's been a long road from the river city to here. We walked and walked and walked along the road, and suddenly, there's no more road. Are you ready for battle? Nobody is ready. It will be scary, very scary. In the last fortress, all the lies will end, and the truth will rise. It's scary, but it's good. Truth, lies? What are you talking about? Nobody knows what will happen next. People are afraid of the future, so that's why they make it up. They lie to themselves so it's not so scary. They convince themselves and others of the things they make up. But one day the future will come. The story ends, for better or worse. When everything's already happened, there's nothing to be afraid of anymore. And there's no reason to lie. What are you going to do when the war is over? People used to call me a fool, a vagrant, and a beggar. Now they call me holy. It's so strange, because I'm just an ordinary little girl. But you know what's bad? I can see that some people are afraid of me. And some come to me and ask me if I'll punish other people for them. It's all so silly. It would probably be best if I go away somewhere, to a place where nobody knows me. They won't be afraid, they won't revere me, they won't ask me to work miracles. We've been on a long journey together, but it's at an end now. When we win, a new journey will begin. Einen wunderschönen guten Abend, Eki. Und du,
Nein, ich hab mir gedacht, ich schau da heute mal spontan rein, wie das Game so ist. Und ich glaube, so oft werde ich es aber nicht spielen. Let's go, it's time to fight. Hear that, Soot? It's time. The crow looks at you with its clever black eyes and caws loudly. Ah, wobei... Seien da nur die Party-Member, von denen ich die Quests fertig gemacht habe? Ich muss sagen, Streamer, ich glaube, aus Österreich kommt der bald schon 40 plus in dem Spiel. Ja, dann muss er es aber echt gut finden. Chief, is there any chance, even a tiny one, that we can just call this whole thing off now and go home? Nope. Before, I would have just made a run for it, but I can't do that now. Something is holding me back, and I really don't like the thought of leaving you high and dry. See what you turned me into? Have I turned you into a hero, maybe? If you want to send me to the front line, I ain't going, so don't even try that hero stuff on me. I'm gonna fight because I don't want to die. And because we're kind of friends now. Don't you go getting yourself killed either. I can't stand being sad, so just don't do that to me. Everything will be fine, and if it isn't, well, it was nice knowing you. Oder, I promise you'll have no cause to be sad, oder? Pull yourself together, today could be the most important day of your life. Promise you will have no cause to be sad. And I won't be. At least not for long. I've got plans, you know. Lots of them, like getting rich. I won't have time to be crying over dead heroes. But if you do survive, I'll make sure to cut you in. That reminds me, the Tiefling's merchandise is still at your disposal. So don't be afraid to ask if you find yourself in need of something. Not a bad spot to end this war. Formidable, menacing. It has a certain style about it. Seeing as our contract is coming to an end, Commander, let me just say that you are the most impressive client I've ever had the pleasure to work with. And a highly lucrative pleasure it's been, too. You don't regret taking me up on my offer? Of course not. Where else would I have had so many adventures? Besides, it's thanks to you that I've been able to add so many accomplishments to my service record, which will boost my rates in the future. You know, it's jobs like this, the ones that are both fun and pay well, that make me love what I do. Ich habe ihn aber auch doppelt bezahlt. Don't tell me you crawled right into the maw of the abyss for the sake of gold. Well, it sure wasn't in the name of Iomade. Of course, money's not the be-all and end-all. You dimwits need someone with a clear head on your side, someone to watch your back. I know how you hero types love sacrificing yourselves at the drop of a hat. Graber struggles to maintain his deadpan expression, but his mouth breaks into a smile despite his offers. Time is money, we shouldn't squander it. Now you're talking. Why don't you show me who it is we need to kill to win this war? Aurilu Vorlesh? I'll wish that lady sweet dreams with unalloyed pleasure. So, aber... Ja, ich kann da wohl nicht resten. Ah, da stehen noch mehr von den Jungs, okay. Ja, gibt es im Spiel auch Romanzen, außer als Intermezzien mit der Nenio? Ja, ja, also man kann definitiv auch die seine Liebe finden. Ich habe das mit der Aru wohl nur irgendwie vergeigt. Oh, ich meine, meine Hoffnung war, dass da mit der Nenio was wird, aber ist halt nicht.
There it is. The Citadel, the Demon Army. Aber es gibt ein Achievement I dafür. expected it to be formidable and fearsome. Something that would make me quake in terror. But now that I am standing at its gates, I'm surprised at how little fear I feel. Do not mistake this for bravado. Our enemies are dangerous, but no more than that. We have traveled to the heart of the Abyss, and back again. Now we are home, on our own territory. This time, let it be the invaders who quake in terror. I regret that Trevor did not live to see this battle. But that means that today I will be fighting for myself and for him. For everyone who did not live to see our victory. What are you going to do after we win? I will go home to Endoran. I will lay down my weapon and never pick up another so long as I live. Save a knife for cutting grapevines. I will serve the goddess in our old temple. And when the peasant children come to pepper me with questions about the crusade, I will do my utmost to make sure that my stories give none the idea that there is anything beautiful or romantic about war. I'm sure your brother would be proud of you. Pride is known as a mortal sin for good reason. It was pride that propelled my brother to join the crusade in search of glory. And look how that ended. No, I am not here to make anyone proud. I only want one thing. For this nightmare, after 100 long years, to finally be over. You've changed so much since we first met. I had to. If I had a choice, I probably would have stayed the same naive little boy I was before the war. The boy who had never killed, who had never been to the Abyss, who had never buried those with whom he had sat around a campfire only the night before. Even so, when I set out to join this war, my head was full of so many romantic notions. More than usual for a naive little boy. But life found a way to shatter those most thoroughly. Are you ready? Then to battle. Ready. Let us drive the demons all the way back to the Abyss! At last, this irksome crusade is drawing to a close. All right, it hasn't been that irksome. All in all, it was a fine adventure, and the company was more than adequate. The most important outcome of today, of course, will be that I shall be immortalized in works of art depicting the Fifth Crusade as the most attractive crusader. Is he not afraid of the fight ahead? It's only a battle against the worst horrors of the world wound, after all. Perhaps I should reconsider. No. Others can be afraid. But I know who our leader is and what he is capable of. I have never seen you fail to rise to a challenge, no matter how impossible. So leave me and my optimism be. We will win. If anyone should be afraid, it is the wretches inside Threshold. Well then, onward to victory. And to the victory feast, I trust? Definitiv. Greetings. Allow me to congratulate you on leading the armies of the Fifth Crusade to its decisive confrontation. Danke. Excellent. At last, a real achievement and a genuine chance of victory. Der Deeren ist schon cool. Eben, es ist direkt schade, dass er in mein Playthrough dadurch, dass ich selber Cleric bin, nicht wirklich am Platz gehabt hat. Excellent, at last the real achievement. Genau, so, here we are at the threshold. The final battle and the resolution of the world-wound problem is at hand. Are you happy? I suppose I am. Being happy is not in my nature, but for the first time in years, I feel something akin to that emotion. It would be interesting to analyze what I experience when I see the criminal Aridu Vorlesh defeated, the demons ousted, and the world wound closed at last. It promises to be an exceptional moment. It's been an honor to fight alongside you, Rachel. Thank you for your high estimation of my abilities. Our views on certain matters are not always aligned, but
I fully recognize your achievements as a commander and as a comrade. It's time. Get ready for a bit of fight. I am always ready. You know what's crazy? I never thought this moment would come so soon. It feels like only yesterday we were trying to bring a blazing Canabras under control, and now we're standing on the cusp of our last battle. Threshold. Da, ich weiß nicht, was der Ecki hat. Gestern waren wir erst in Canabras. Das ist der Spielstart. Also, easy. This isn't how I imagined it. I thought I'd be running happily toward death and trying to do something particularly heroic so I could go out in style. But now, I'm thinking about how we have to win and go back to Dresden because there's so much work still to do there. We are definitely not going to die. I have a good feeling about this. Me too. You've got a whole army behind you, and we're all ready to win. If we fail now, when we've got this far, then that means the Crusades were always doomed to fail. We've been going easy on these demons for too long, don't you think? It's time to show them one last time what Galarians are capable of. Hey! Well, are we gonna stick it to the demons one last time? Have you thought about what you are going to do after we win? I don't know yet. I'll probably go back to being a knight errant, going wherever the road takes me, helping folk where I can. But let's win first, and we can talk about that later. Your true friend, Sela. It's been an honor fighting shoulder to shoulder with you. Back at you, friend. So, are we going to crush some demons? It's time to show them the door once and for all! Let's go. There it is. The heart of the wound. The source of all the evil that has been wrought here over the last 100 years. It all began here. And we will end it here. If Aurilu Vorlesh had never opened the world wound, I would never have ended up on Galarian. I would never have met Desna, or you. I would never have embarked on the path of good. This invasion has killed so many innocent people, but it has also led to my redemption. It means my freedom has been bought with thousands of innocent lives. But I will do everything in my power to help you close this abomination, so that no one else has to die. You defeated the abyss within yourself. After such a feat, routing its armies will be a breeze. I did not do it alone. You have led your army to victory, and me to my dream. Now you're shouldering the guilt for all the victims of the invasion? Isn't that too much for one Arusha to handle? It's not about guilt. It's just that I am ashamed to take any joy in my freedom, knowing that this terrible war was the cause of it. Everyone would have been better off if the world wound had never been opened. But then I would have remained a monster. Perhaps one day I will atone for all the evil I did. But it took a far greater evil to make my redemption even possible. What are you going to do after we win? I now have a dream of my own. I will pursue it. Are you ready? Then to battle. I am ready. Let the abyss tremble in fear. Safety safe. At the gates of Threshold, the darkness is dense and vicious, like a brew in a cauldron. The darkness seems to devour all light pouring in from outside. But the danger lies not only within. The companions you don't take into the final battle will remain here to guard the approach to Threshold, and they must be ready to fight as well. Look into the darkness. For a moment you think you can see blurred silhouettes inside, but then you realize it was just your eyes, playing tricks on you. Whatever is lurking in this darkness, it now lies low waiting for you. So, ich werde nur noch mal kurz Step Back drucken, weil da gestanden ist, die Jungs müssen auch ready to fight sein. Deswegen werden wir da noch schnell...
Man, ich dachte, meine Jungs gern ready to fight machen, die ich mitnehme, aber jetzt werde ich da gerade noch einmal herunten durchgehen, ob ich nicht doch irgendwo resten kann. Es irritiert mich. Jetzt haben sie da extra einen Altar aufgestellt. Dann heißt es immer noch, you cannot rest here. Schauen wir mal. The demons have completely neglected the fortifications here. They are in complete disarray. However, this plays right in our hands. What are you doing here? I fulfill my duty to Abada, of course. I'm not afraid of chaos, so I go into a world of savagery and grief to bring the light of civilization, law and order. Can you help me with something before they attack? It's before I can help you cast necessary spells, and if you wish to recuperate, I will make sure that your rest is not disturbed. I'm glad that you are here with us. I need to catch my breath. Rest, Commander. A hard battle lies ahead. Kann man also doch noch resten. Es war wahrscheinlich jetzt eher nicht so optimal gewesen, ohne Rest einzugehen. Also man kann es dann drehen. See that you have brought the altar of Abada here to Threshold. The Crusader army needs protection from the corruption of the Abyss, as do you, Commander. I am deeply flattered that the privilege of granting such protection has been given to me and my god. I have to go. So, dann geht's jetzt aber los. Level-Ups sind durchgeklickt. Der hat gerade keinen Bogen. Ja, das Leben ist manchmal hart. Whatever, let's go. Enter the Fortress. Party, bleiben wir bei der Konstellation. Was, wie groß die Area jetzt noch ist. Oh, damn. Aber ich kann scheinbar immer noch rausgehen. Zumindest hat er mir gerade noch da Tür angezeigt. You hear the sound of laughter, and then the lady in shadow begins to speak. You did not disappoint, my chosen. Your performance has been flawless. I hope you will continue to impress me and that you will do what needs to be done in the end. Ich sage, wir werden heute nicht fertig. Glaube ich auch nicht. Aber vielleicht morgen. What do you want from me? Isn't it customary among mortals for a noble lady to bless her knight before the final battle? Well, why can I not do the same? If you truly desire victory, why don't you join the battle yourself? Why? You are doing perfectly well on your own. Everything is going exactly as I hoped. Do you know what lies ahead? Better than anyone, and yet, not well enough. You're about to confront the most lethal, powerful and capable servant I've ever had. She is unmatched in her abilities, but you are her creation, her masterpiece. You're the only one who stands a chance of stopping her. The creation must surpass the creator. Stop playing games. I do not belong to you and neither will my victory. Sure, whatever makes you feel better about yourself. I have to go. In the past you have rejected my profane gift, but the situation is different now. You face a dangerous enemy and you will need all the help you can get. So for the first time in the many ages of my existence, I will offer my patronage a second time. You spurned me once, but now I will ask you again. If you accept my power, I will protect you during your fight against Arilu Walesh. If you refuse, you will face her alone and die.
What will you choose? Fragen wir sie noch einmal, what is a profound gift? Every succubus can bestow her dark patronage upon whomever she likes. My magic will enter your being Ist das der and Easy enhance Mode? your Denk already nicht. exceptional abilities. It will also allow me to watch over you and, if you are in mortal peril, help you. It will not make me your guardian demon, but you can expect to receive some aid from me. Furthermore, there is one more aspect to a profane gift. It allows the succubus to affect the mind of whoever is under her protection. You have proven to be trustworthy, and so I will not exploit this by invading your thoughts. Others, however, will not be so kind to you. If a powerful demoness charms you with her magic and grants you her profane gift, you will become her toy. A mortal can only have the patronage of one succubus, and I would rather give you mine than leave your enemies a chance to cause you harm. Also ich würde sagen, sie kann sich ihr Gift sonst wo... Dieser Zusatz, den sie wohlgemerkt freiwillig und offen kommuniziert mit It allows the succubus to affect the mind of whoever is under her protection. Das war letztes Mal schon der Grund, warum ich es abgelehnt habe. Und das I will not exploit this by invading your thoughts. I don't know, lady. I don't need your gift. You will regret your decision. In your moment of defeat, you will remember the victory that could have been yours. But your keen insight pleases me. You are defiant, headstrong, and driven. Just like me. I do not yield to the power of others. I refuse to give up my independence. It seems that you are the same. We have so much in common. Is it possible that you are more deserving of my gift than the obedient servants who subjugate themselves to my will? Yes, I think I will give you my gift after all. I have woven this wreath from the darkest, most insidious shadows of the abyss. Wear it as a sign of my respect. Nocticula falls silent, but you hear a pure, clear voice, the voice of Iomede. Her words resound in your ears like a roll of thunder. You have made the right choice. Your soul has the strength and fortitude to cast aside the Lady in Shadow's lies. There is hope for you yet. I wish you good fortune, Crusader. Go forth and do what must be done. Und wir haben ein Item gekriegt. Darkness Caress. The Headband of Perfection plus 8 allows its wearer to add their Charisma bonus to all damage dealt by ranged weapons. I don't think we will need that. We march ahead. Do not fear! Do not waver! Verdammten Bogenschützen-Sukkus. Prepare yourself. Aber so eine habe ich auch dabei, war Bogenschützen-Sukku. Wenn er schon davor steht, kann er gleich auf den Schwarm einstechen, denke ich. Okay, der hat seinen eigenen Schwarm gekillt. Und ich würde sagen, wir werden mit der Ember schauen, dass wir die Sukku wegkriegen. Wo ist denn der Spell? Ah, lebt echt immer noch, hä? Nein, misst sie auch noch. What the hell? Schau.
Was man nicht selber macht. Desna, guide my hand. Is immune to insanity. Okay. Cover me, all right? Ist er immun gegen Sleep? Jupp, ist er. The Inheritor, guide my blade. I'm all right. I'm all right. So, dann braucht die gute Sila dringend Heal. Ach, Make your peace. der ist scheinbar wieder richtig schwer zum Treffen. Stab you or zap you? Why not both? Into the fray. Dann machen wir halt ein Prayer, dann sollten sie hoffentlich besser treffen. I will resist. Irgendwas von den ganzen Sachen hat auf jeden Fall geholfen, die ich gerade gecastet habe. Distract them from me. Aber eine interessante Area auf jeden Fall. Let's prove their logic is lacking. Prepare yourself. Gerade auch nicht tot gekriegt. Aber so gut wie. War Chief, let's go. Easy finish. No glory without risk. Zahlt sich halt auch nicht wirklich aus großartig was. Waffen. Desna, guide my hand.
trap. Like the treasure. Okay, gehst halt du vor, Aru. Is there more? Passt da. Oh. Nochmal ein bisschen größeres Komitee. Bogensuku, die muss weg. Make your peace. Bitte nicht die Aru töten, die brauchen wir noch. Oh Gott, die Aru ist sowas von down, oder? Wobei er hat sich ziemlich weit bewegen müssen. Off-Topic-Frage. Hast du AUX oder USB im Auto? Also USB ziemlich sicher. Wir werden nämlich das Auto von meinem Bruder nehmen. Aber das ist ein VW, der nicht so alt ist. Also USB, Bluetooth, AUX weiß ich jetzt nicht. Cover me, alright? Ich würde sagen, wir klatschen weiter auf das Viech drauf. Okay, eher mittelmäßig. Das heißt, ich werde da jetzt ein Invul-Edikt einsetzen. Und die Aru trotzdem heilen. Und dann können wir ja noch einen Gaze einsetzen. Gut, um den können wir uns nachher noch kümmern. Was wir mit der Nenio machen könnten, wäre weird. Und zwar daher. Nicht so erfolgreich, muss man leider sagen. Ah, okay, der ist down. Dann passt's ja wohl. Dann kann die Aru auf den losgehen. Okay, Haste Buff ist jetzt weg, gell, ja. Dann werden wir den da noch marken. Unangenehm, aber war zum Aushalten vom Damage her, denke ich. So, was machen wir mit dir? Du wirst einfach mal da desintegraten. Mit sehr mäßigem Erfolg. Prepare yourself.
Soweit, so gut. Distract them for me. Mal eben die Lane. Suppression. Und das war's. Kann ja nix. I stand ready. Yes. Our time has come. Patrizio Turino. Patrizio Turino. I will guide us. I sense something. Okay, Haste Buff. Kommen wir eigentlich noch drauf. Wurscht. Good person. I like you. Desna, guide my hand. Nein, ihr habt doch anders geklickt. God damn it. Der ist wohl weg. No glory without risk. Time to share your treasures. Wohlchief, das war keine gute Leistung. Muss man ganz ehrlich sagen. Der sollte sich jetzt ziemlich schnell selber killen, wenn er angreift. Aborones Sentes. Diese Bogentypen machen so viel Damage. Patrizio Turino. Vision blurring. Legs are shaking. What the hell? Make your peace. Schupft der uns da einfach wieder runter, hä? Cover me, all right? Oh, nice, Wohlchief, der war schön. Okay, das war nicht so optimal. Nicht gedacht, dass der Bogenschütze im Nahkampf mit der Sila fertig wird.
Ach ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sehr schön. Wohl, Chief, let's go. Okay, das geht sich nicht aus. Prepare yourself. Stab you or zap you. Why not both? Er ist sicher immun gegen Sleep. Vielleicht hätte ihn auch schauen sollen. Agritio Turino. Desna, guide my hand. Okay, der Wohlchief sollte das dann eigentlich easy finishen können. You should have listened to reason. The Inheritor, guide my blade. Distract them from me. So, ich glaube, ich habe Healpots, oder? Ich habe Healpots ohne Ende. Wir können noch einmal Healpots verwenden. Weil ich werde gleich schauen, ob ich theoretisch da herinnen resten könnte. Wenn ich das denn wollen werde. Ja, okay, passt. Da herinnen können wir dann also arresten. Ist dann wahrscheinlich wieder mit Corruption-Mechanik oder so, aber das sagen wir dann eh. Together we stand. So, Dino ist down. Lässt sich gerade keiner rufen. Bedauerlich. Muss so weitergehen. Ich finde ja solche Level-Designs sehr cool. Also ich mag das total, wenn das absolut abstrakt ist, die Welt schon zerrissen ist und man sich trotzdem noch irgendwie drin bewegt. In WoW zum Beispiel hat es auch teilweise so Maps gegeben, das habe ich auch immer. Ich feiere sowas. So, bist du noch im Stealth wohl, Chief? Glaub nicht, gell? Oder halt im Invis. Time to share your treasures. Wow! Will saving throw succeeded. Das ist wieder so ein Bogen. Make your peace. Laborare sente. Man, ich hätte Protection from Arrows, gell?
vielleicht sollte ich es irgendwann einsetzen. Fällt mir nur gerade so ein. Jedes Mal rege ich mich über diese Bogensukus auf. Okay, das war mehr Damage, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass sich der Mob killt, bevor er die Sealer down hat. Hold on, just a little more. Ja, dann müssen wir da aber nacharbeiten. Komm schon, Sörder durchhalten. Sehr fein. Sörder hat durchgehalten. Okay, dann werden wir jetzt aber mit der Aru da drauf gehen. Okay, aber prevented halt Maximum 100 Damage. Ist halt da immer. Kannst halt auch vergessen. Also 100 ist jetzt echt nicht. Was Gott wie viel. So, und dann aktivieren wir einfach noch, weil der Sörder so low ist, auf ihm den Unverwundbarkeitsbuff, dann sollte er normalerweise nicht durch Pfeile sterben jetzt an. Und dabei schicken wir 2 Golems vor, die mal ordentlich aufräumen. Why not both? Prepare yourself. Der erste Pfeil hat gut gesessen. So, dann heben wir mal wieder unseren Paladin auf. Warum hauen meine Golems auf meinen Schurken? Da bin ich eigentlich voll dagegen. Was soll denn das? Distract them from me. Das Blitz bringt bei der Ember ehrlich gesagt nichts, wenn ich mir die Damage-Werte so anschaue. Aru finisht mal die Suku da, perfekt.
So, die gehen immerhin näher mal auf meinen Schurken los. Ist ja auch schon einmal was wert. Einfach noch einmal Stormbolts in der Hoffnung, dass was gestunt wird. Es wird nichts gestunt. Into the fray! Time to share your treasures! Das war nix, Ember. Okay, die Cone of Cold seien in der Regel nicht so schlimm. Die stecken wir eigentlich ganz gut weg. Und was für ein Channel bin ich? Negativ, dann machen wir zuerst den. Und dann machen wir noch ein Positiv hinten nach. Und dann müssen wir nur noch den einen da verprügeln. Sehr schön, diesmal hat das dann funktioniert. No glory without risk! Cover me, all right? You won't stop us. War jetzt nicht so der Damage. Aber Golem finished. Dann werde ich mir da jetzt ganz greedy einfach einen Rest gönnen, um meine Spells aufzufrischen und so weiter. I will not falter. Godspeed. Something is not right here. I'm here. Where else would I be? This is my kind of work. Immer diese Fallen. Der Zustand verbessert sich nicht, je weiter man in die Festung vordringt. Wer bist denn du? Integrity compromised. Planar balance factor displaced. Maintain the structure at any cost. Maintain the structure. What the hell? Imeslan. The quivering pile of metal bears... The quivering pile of metal bears little resemblance to a living creature. The voice that addresses you is the only sign of its sentience. Identification process complete. This crusader has been identified as Eon, an integral part of the Monad. Activation protocol. Transfer of strategic data. You must travel deeper into the Threshold Fortress to restore order. My existence prevents you from accomplishing this object. Therefore, I propose that you terminate my existence. Who are you? Name: Imeslan.
Creature type inevitable. Status prisoner. Objective termination. I want to ask you some questions. Initiating protocol. Provide information to potential ally. I'm ready to respond. How did you get here? I was on a deep reconnaissance mission. I was sent by the Axiomites of the Axis to investigate a strange new disturbance in the Threshold Fortress, but I was captured by Rilu Warlash and her demonic allies. Since then, I've remained both a prisoner and a test subject. The Inevitable's essence is used to stabilize the structures that sustain the Threshold Fortress. What can you tell me about Threshold? The Threshold Fortress is the central location of the load-bearing magical structures that enable the World Wound's existence. The Threshold Fortress is the most stable part of the wound, the only part that is minimally affected by the principal chaos of the Abyss. This paradox should not lead to confusion. The Threshold Fortress remains in a state of quiescence, but this is not its natural state. Arilu Warlash uses external sources of power to prevent its destabilization. This is the purpose I unwillingly serve. I supply the power necessary to sustain the Threshold Fortress. What can you tell me about Arilu? Arilu Warlash, formerly a mortal woman, now half demon in possession of mythic powers. Threat level? Compared to demon lords. Psychological profile? Extremely unstable. Her capacity for deep analysis and understanding that coexists with her predisposition to manias and fixations. Conclusion: Arilu Warlash is an enemy of order and is therefore subject to termination. What can you tell me about the World Wound? A comprehensive account of all the data I have collected on this phenomenon will take, by my calculations, 4 days, 6 hours and 35 minutes. An account of this duration is unacceptable under the current circumstances. Proceeding to recount key points and key points only. Point 1. The World Wound is an artificially created planar rift. It is an intersection between the martial plane and the plane of the Abyss. The World Wound allows demons to travel freely from the Abyss to Golarion, and it also creates favorable environment for magical cataclysms, anomalies and phenomena. Point 2. The World Wound's existence was only made possible as a result of the criminal acts of Arilu Warlash. On 2 occasions, she conducted a ritual to bind the mortal soul, one with the essence of the Abyss and one with a demonic soul. The soul binding ritual acts as the framework for the intersection of the planes. If this ritual is reversed, the soul will be severed from its bond and the martial plane will be severed from the Abyss. This process will likely result in the termination of the bounded soul. The prognosis for its owner's survival, unfavorable. Point 3. The World Wound is unpreceded violation of World Order and the powerful weapon of chaos. The World Wound must be removed at all costs. I have no more questions. I await your decision. Why do you want me to kill you? Necessity. My existence sustains the energies and the integrity of the Threshold Fortress. The Threshold Fortress protects Arilu Warlash. Conclusion. My existence sustains the enemies of order. My existence must be terminated. Obstacle. Existing protocols. Self-destruction is prohibited. Self-defense is permitted. If you attack me, you will activate my self-defense protocols. I will defend myself. I will be destroyed in battle. The scenario fulfills the objective and does not contradict the existing protocols. Conclusion. The Crusader need to reach the most secure areas of the Threshold Fortress. My death will cause the collapse of Threshold defenses. Therefore, the Crusader must terminate my existence in order to achieve their objective. Risk assessment. My death may cause some of the fortress exterior structures to collapse. It may be difficult to return to the entrance of the fortress. Can you explain to me in detail what will happen if you die? Chaos will prevail. The defensive and load-bearing magical structures that sustain the integrity of Threshold will be destroyed. There's a high risk that the fortress exterior walls and gates will collapse. However, my death will also destroy defenses around the heart of the Threshold where Rilu Warlash is situated. The heart of Threshold is heart of World Wound. This location is currently inaccessible to the Crusaders. Therefore, the Crusaders require my termination. Inevitable. I am deactivating your previous protocols and giving you a new command. Cease functioning. Your duty is done. Command accepted. I thank you, Eon. May your mission be successful.
Papers with erratically scribbled calculations and formulas. The words, I promise, I've written repeatedly in the margins. Okay. Das schaut jetzt wieder sehr aus wie ihr Labor. Shards of several dozen large diamonds. They appear to have been used in unsuccessful attempts to cast spells. A resurrection scroll that has been ripped to pieces. A simple diagram of a tower next to a quick sketch of a room with large crystal in the center. Es klingt nach dem Turm von Storyteller. An empty stand that may have once held a large crystal. Warum ist mir das gerade gezackt worden? Wahrscheinlich einfach nur, weil es hübsch ist. Ich glaube, Chaos ist das richtige Wort für das, was da gerade passiert. Miss Wallace. Something about this strange place feels oppressive. The air is still and silent, yet you can hear the distant echoes of words, promises and battle cries. You strain to hear what's being said, but you can only make out a few words. Finally. Cease, sorcerer. I promise. I promise. Can't be dismissed as a calculation error. You knew failure was a possibility. Then why? Why? Arilo's silhouette looks just as surreal as the sounds that fill the space. She is not looking at you and seems lost in thoughts. Her voice is dull and tired, and there's no trace of the hospitality she showed you at the entrance to the fortress. I need answers. Yes, it's decided. I will tell you the truth before we fight to the death. Would you like to know why I upended your life? Speak. This place is my demi-plane. I created it when I was a prisoner in Threshold. I would slip away to conduct my rituals here in secret. This is where I decided to create what mortals would later call the World Wound. This is where I made all my preparations. Do you understand? Escaping was never my goal. I could have easily disappeared from Threshold. I could have passed through it like water through sand, but that wasn't my goal. Some believe that I brought Sarkoris to ruin out of revenge, and I suppose there is some truth to that. I did have reason for revenge. You've been to the secret part of my laboratory and know what I'm talking about. Or at least you have an inkling. My laboratory. The old house in the middle of nowhere that marked the entrance to my lab. It was the home of Arilu Vorlesh when I was still a mere mortal. I lived there with my son, away from the din of the crowd, and sheltered from the keen gaze of the Sarkorian witch hunters. It was a place where the reality of our world was in close proximity to the abyss. A place where I could study the magic forbidden to all Sarkorians. I thought I had hidden my home well, but I was wrong. They found it. They found us. At that hour, I was there, in the laboratory. That damned laboratory I loved so much. I was absorbed in one of my experiments when the hunters arrived on our doorstep. I was sitting at my desk, recording my observations, thoughts, and calculations, as was my habit. That's when I heard the noise outside. The fight was brief. It barely lasted a moment. By the time I sensed that something was amiss and hurried out to see what was happening, it was too late. All I could do was cradle the body of my dead child.
and cry after their departing soul. I promise. So, was haben wir da zur Auswahl? Why did the Sakoran hunters attack your son? Good. Nothing can justify the killing of a child. Lawful. You put your own son at risk when you violated the laws of your land. You are to blame for everything that happened. What? Lawful is manchmal so stupid. What does all of this have to do with me? Probably I am the son? Maybe? Why did the Sakuran hunters attack your son? Because they saw him with a scroll that he had secretly borrowed from my supply. He was trying to perform a forbidden ritual. Children, they are always drawn to the unknown. But for the Threshold Hunters, this child playing with a magical trinket he stole from an adult was just as much of a criminal as the worst demon worshippers. What does all of this have to do with me? Nothing, as it turns out. Look around you. This demi-plane. Nothing. The first time I escaped from my cell and ran here, I was trying to resurrect my son. I tried many things, but all my efforts were in vain. The soul had already received Pharasma's judgment and had been sent on the path determined by the gods. Into the abyss. And when I realized that, I rebelled. But not against my jailers. Not against those who had murdered my child. Not even against Sarkoris. My uprising was against destiny. Death and the laws that the gods had forced upon our lives. I realized then that I wouldn't be satisfied with simply returning my son to life. I had to shatter this order once and for all, and make it so that neither Pharasma and her lackeys nor death itself could ever stand between us. Only by stepping beyond the bounds of what had been ordained for mortal kind, by obtaining powers that rivaled the divine, could we become free. And with this newfound purpose, I turned myself into a half-demon. Fusing the spiritual essence of the two planes was the only way I could achieve my goal. I let the abyss into my soul, and into this world. I opened the world wound. I danced around 3 demon lords, making them assist me without ever revealing my true intentions. They just believed they were dealing with another power-hungry mortal. But in reality, I was after one thing. I wanted to bind what was left of my son's soul and give him a new birth. One that would prevent anything from ever harming him again. And then I found you. I chose you because I felt a faint affinity to you. I thought your soul could accept the remains of my son's soul like the soil takes a seed. Okay. I thought I could bring back my child by tethering the mangled remnants of his soul to a pure mortal soul untouched by the abyss. Also nicht direkter I Sohn. thought the power of the Nahindrian crystals would allow me to protect him forever. That I could tear him away from the dominion of mortal nature. But I was mistaken in both assumptions. Now I'm about to face the consequences of my mistake. You will witness them as well. We are the light. They are the darkness. Okay, weiß nicht, was ich gerade gekriegt hab.
Stab you or zap you. Why not both? Richtig gute Musik hast bekommen. Ja, weil ich war wieder kurz Leuchte und wusch. Das habe ich mir gemeint. Aber ja, stimmt. Richtig gute Musik haben wir auf jeden Fall wieder gekriegt. So, Amber, brenn mir die Suku vielleicht weg, ha? Mit ein bisschen mehr Brennen auf der Suku. Ah, dammit, der Wolfschiff hat sich wieder mal davon überzeugen lassen, den Dämonen nachzulaufen. Die Musik ist wirklich gut. Ich glaube, wir werden eine Stormbolt machen. Wenn sie ihr Waffenbuff, der Spell schaut halt auch so cool aus. Okay. Okay. Prepare yourself. So. Bogen ist weg. Will Saving Throw succeeded. Das wollte ich nicht lesen, aber man kann sich so nicht aussuchen. Hallo, Baylor? Nenio geht mal schön wieder von da vorne weg. Die Dinger sind so absurd, hä? Okay. Danke, Aru. Sehr freundlich. Sehr schöner Freeze. Sehr schöner Freeze. Into the fray. No mercy for the wicked. Let's go. Schieß ihn weg. Ich glaube, ich werde zur Sicherheit eine Suppression draufdrucken. Das war's dann eh. Gute Nacht, großer Dämon.
Ach so, geht sich von der... Ah doch, geht sich von der Range aus. 30 Damage, ich hab Damage gemacht. Nein, er lebt noch. Okay, das Leuchten haben wir gekriegt. Level up. Can cast the first spell if the first level or 2 levels lower than the maximum you can cast. +1 on all saving throw, additional hit points number equal. Ich glaube, das klingt doch vernünftig. Ich meine, da braucht man nämlich, glaube ich, nicht wirklich jetzt an unbedingt was. Und da das passt schon. Wir werden da die... Ah, okay, warte mal. Das haben wir sonst auch noch. Toughness provides you twice as many hit points in addition. When you are below 0 hit points, you gain damage reduction 10 against Epic. Aber Saving Throws verhindert, dass sie Damage kriegen. Also nehmen wir das. So, Spells. One target ist nicht so cool. You automatically detect and locate conscious creatures within 60 feet as if you possess the blind sight ability. Ich glaube, das zahlt sich jetzt auch nicht mehr aus. Holt ein Monster. Ja, nehmen wir das. So, was haben wir da? Blade Barrier? Nö. Könnten wir an Disintegrate probieren. Aber wie erfolgreich wird das schon sein? Seien wir mal ehrlich. Ich glaube, es ist trotzdem fast noch das Beste. Kann ich wenigstens probieren, Damage machen. Ist ja wurscht, nehmen wir auf Disintegrate. Power word blind causes creature to become blinded. Duration of the spell, current hit points, and creature has 201 or more hit points is unaffected. For 50 or less is permanent. Das ist halt immer so, wenn die halbwegs HP haben, dann kannst du das halt schenken.
Nehmen wir es trotzdem. When you miss, target still takes damage equal to a strength bonus. Okay. Das werden wir da annehmen. Whenever you miss with a melee attack, bei der Ember oder was? Okay, so viel Melee Attacks wird die Ember jetzt nicht machen. So, this is Evocation. Evocation. Da hat sie das schon, da bringt es also dann nicht so wirklich was. Cast Cure, another healing spirit becomes reach past. Hin und wieder heilt sie doch. School Mastery Evocation. Na, die Nenio nimmt Saving Throws. Die hat recht wenig HP. So, und dann haben wir da jetzt noch die Aru. By reading, you threaten squares with a melee reach. You can make attacks with ranged weapon. You do not provoke when making as an attacker passed. Dass sie, wenn ein Gegner Melee steht, ganz normal agieren kann. So. Für den Fall, dass sie dann noch einmal reste. Did what was right, therefore I became righteous. Does it mean whatever I do now becomes right because I am righteous? Früher Ebene ist Heal, da ist Heal. Naja, okay, aber das passt. Kriegen wir einfach nicht mehr eine, das passt schon. So, und euch peppeln wir mit Tränke wieder auf, würde ich sagen. Wobei, es dauert ja ewig. Oh Gott, nö. Ah, okay, das Ranged Heilen greift nicht für die Ability.